Willkommen zu einer frisch gepressten Folge vom Frequent Traveler TV. Heute mit Themen, die wir für euch frisch gepresst haben. Und zwar Carsten S. aus M, CEO der Lufthansa Group, und der Kollege Smith, das ist der CEO von Air France KLM. Der hat mit ihm scharfe Kritik geübt an der EU. Gucken wir mal, was da dran wahr ist. Nummer 2 ist, Lufthansa plant weitere Inlandsstreichungen im Sommer 2026. FAA lockert bei Boeing die Restriktion für die 737 MAX. Die Produktion darf gesteigert werden. IAG-Punkte kaufen, 100% Bonus. Und wir haben als letztes Thema nochmal US-Kreditkarten. Ich hatte eine Anfrage gekriegt, weil am Sonntag ist eine neue Kreditkarte gelauncht worden von der Citibank, von American Airlines. Ja, ich schiele auf diese Karte auch. Schauen wir mal, wie wir da klarkommen. Also gucken wir mal. Ja, ihr denkt dran, den Kanal übrigens zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Das erste Thema ist Carsten Spohr und der Kollege Ben Smith üben halt scharfe Kritik an der Luftfahrtpolitik der Europäischen Union, weil man würde den europäischen Luftmarkt verschenken. Bei dem Doppelinterview, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung geführt hat, geht es darum, dass das Abkommen Katar-EU, Open Skies mit Katar, aus Sicht der Konzerne ein Freifahrtschein ist für Qatar Airways. Natürlich fast alle Verkehrsbeschränkungen sind aufgehoben. Und da muss man natürlich die Frage stellen, es ist für Katar natürlich wesentlich besser, weil Katar ist ja jetzt nicht irgendwie irgendwas, wo man sagt, das ist irgendwie eine Wüste, da passiert nichts, da sind nur Kamele oder Sand, sondern das ist knallhart Wirtschaftsinteressen. Die dürfen nach Paris, nach Frankfurt, nach München, nach überall fliegen, wo sie halt hinwollen, mit geringen Einschränkungen. Aber wenn wir nach Katar fliegen, was gibt es da für Ziele? Also das heißt, für die Europäer ist das ein schlechter Deal. Und auch die Korruptionsermittlungen ist natürlich ein Thema. Wir erinnern uns alle an den, ich komme nicht mehr auf den Namen, das war der Ausschussvorsitzende, beziehungsweise der Vorsitzende für Verkehr und so weiter, den ich in Brüssel auch getroffen hatte. Der kam aus Estland und sehr interessanter, netter Typ, aber der ist ja wegen Korruption von Qatar Airways, beziehungsweise von Qatar selber gegangen worden in eine andere Position, weil er Freiflüge angenommen hat. Und man weiß ja nicht, inwieweit so etwas dann eine Meinung beeinflussen kann. Und auch ist es so, nicht die EU-Airlines haben 50% des Verkehrs von nach Europa. EU-Airlines leiden halt unter den hohen Steuerabkommen und Umweltauflagen und natürlich auch den laschen Kontrollen gegenüber Drittstaaten-Airlines. Wobei das kann man nicht ganz so stehen lassen, weil die Ticketsteuern und alles wird ja vom Ziel abhängig sein oder ist, und auch das Tanken in Europa kostet Geld. Auch in Dubai ist es jetzt nicht wirklich so, dass man das geschenkt kriegt. Die einzigen Voraussetzungen, die Dubai halt etwas anders sind, ist, dass man den Flughafen zum Beispiel nicht schließt, dass man da halt sich nicht selber kastriert, um es mal ganz brutal zu formulieren. Da haben die natürlich einen Vorteil. Und in Asien Verkehr und Russland-Umstieg ist natürlich auch so, dass chinesische Airlines, das ist ein anderes Thema, die fliegen einfach knallen, die brettern durch Russland und haben damit einen Vorteil gegenüber den Europäern, die da nicht durchfliegen. Die müssen teure Umwege machen, und damit ist es halt wirklich so, dass Flugzeiten mindestens 2 Stunden oder mehr länger sind. Ich glaube, Finnair hat da so fast die Spritze mit 4 Stunden irgendwas. Ist natürlich relativ krass. Und damit ist es halt so, dass Lufthansa die Strecke Frankfurt-Peking eingestellt hat. Das war ja auch mal eine 380er-Strecke. Gut, kann man jetzt sagen, ob das nicht passiert wird, aber die Air China erhöht halt die Kapazität, macht eine 777-300ER und bringen dann auch nochmal eine 747-8er in die Runde. Und als Gegenbeispiel, USA will Flüge mit US-Bezug generell zum Umfliegen russischen Luftraums verpflichten. Und heißt also nicht nur US-Bezug, heißt auch, wenn eine Fluggesellschaft wie Qatar Airways oder wie von Emirates, die fliegen ja im Prinzip einmal durch Russland nach Los Angeles und so weiter, wenn die das nicht mehr können. Da müssen die erstmal sich dann rüberhangeln nach Europa und dann rüber über den Atlantik. Und damit wäre der Kostenvorteil für die dann auch Geschichte. Ja, Ben Smith sagt halt, dass die EU damit den europäischen Markt halt wirklich verschenkt. Und Carsten Spohr sagt, wir hoffen, dass die Initiative von Präsident Trump umgesetzt wird und Europa das Gleiche tut. Und da kann man die beiden natürlich schon ein bisschen verstehen, mit der Argumentation, mit den Steuern und so weiter. Klar, aber da müsst ihr auf die Regierung einwirken. Das muss man hier lösen. Da können die anderen nichts dafür, wenn sie billiger produzieren können, weil die Länder halt
andere Voraussetzungen haben. Das ist bei Fluggesellschaften halt das Problem, wenn man in einem globalen Markt agiert. Wenn ich einen Malermeister brauche hier in Deutschland oder wo auch immer, wo ihr seid, dann ist es so, dass ich dann den dort üblichen Preis zahle. Ich kann mir dann nicht einen aus Bangladesch, aus Indien oder sowas holen, der das Ding für ein Drittel, für ein Fünftel oder noch weniger streicht, weil ich einfach nicht diese Themen habe. Aber wenn ich halt eine Fluggesellschaft habe, die weltweit fliegt, dann ist das natürlich am Ende des Tages wurscht. Ja, ihr könnt ja mal schauen, wie ihr zu der Frage des Tages steht. Soll die EU-Drittstaaten Airlines strenger regulieren bis hin zu Russlands Überflugverboten, auch wenn das kurzfristige Verbindungen verteuert, oder riskiert Europa sonst seinen Heimatmarkt dauerhaft zu verlieren? Ja, ein Thema, was wir jetzt weiternehmen, ist auch ein Thema, das da reinpasst, denn die Lufthansa hat wieder gesagt, dass die 2026 Flüge ausfallen lassen werden. Streichungen. Welt am Sonntag hat das gesagt. Hohe Standortkosten, ausgebliebene Entlastungen bei Steuern, Gebühren. Lufthansa prüft weitere Kürzungen im innerdeutschen Netz, auch im Sommer 2026. Rund 100 innerdeutsche Flüge pro Woche könnten zusätzlich wegfallen. Man hat das ja schon für den Winterflugplan angekündigt. Da sind ja Städte wie Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg, Stuttgart betroffen. Eingestellt sind bereits ja München, Leipzig, Münster, Frankfurt, Paderborn, Friedrichshafen sind gar nicht mehr im LH-Netz. Und auf dem Prüfstand für den Sommer 2026 ist halt wirklich auch dann, sind Strecken, die halt defizitär sind. Und das macht natürlich auch Sinn. Und gerade wenn man so Münster sieht oder sowas, dann ist so eine Hub-Anbindung an München für die lebenswichtig als Flughafen. Ja, nach der Corona-Geschichte ist der Befund, dass außerhalb der Hubs München-Frankfurt werden 75% weniger Flüge angeboten als vorher bei den Inlandsverbindungen, aus Kostengründen nicht mehr angeboten. Also Kostengründe sind da die Gründe. Lufthansa setzt Druck auf Länder, Berlin Steuergebühren zu senken. Das wurde ja auch irgendwie versprochen, dann fiel das aus wegen ist nicht. Ohne eine Reduzierung der Standortbelastung werden weitere Streichungen unvermeidbar sein. Und wichtig ist auch, es geht um hunderte innerdeutsche Flüge pro Woche, die im kommenden Sommer nochmals wegfallen könnten. Wir fliegen auf diesen Strecken jeden Tag defizitär. Und es geht um Luftstandort Deutschland, der sich zunehmend abhängt. Seht ihr das auch so? Sollte die Politik die Inlandsverbindung zieht, entlasten, Gebühren, Energiesteuern, oder ist der Rückbau der Kurzstreckennetzes aus Klima- und Bahnperspektive richtig? Da bin ich mal gespannt, wie ihr das so bewertet. Beim Thema 3 hat man gemischte Gefühle, wenn man das Thema Boeing 737 MAX 8 Produktion hört. Ja, Boeing arbeitet auch schon anscheinend am Nachfolgermodell, ganz, ganz frühes Stadium, muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Aber nachdem man halt wirklich da im Januar 2024 einer Katastrophe, muss man ja ehrlicherweise sagen, entgangen ist, wo der Türstopfen sich gelöst hatte, aber auch die Abstürze darf man auch nicht vergessen oder irgendwas, ihr wisst, vergessen einfach. Da ist es halt wirklich so, dass die FAA die Auflagen lockert und damit ist von 38 Flugzeugen, die bis jetzt gedeckelt waren, ist 42 erlaubt. Also das heißt, unter 10% mehr darf man machen. Ist natürlich so, dass jede Maschine individuell von FAA-Kontrolleuren abgenommen worden ist. Jetzt ist es so, dass der Vorfall trotz großen Glücks keine Schwerverletzten hatte, sichere Rücklage und dennoch massive Qualitäts- und Prozesskritik an den Boeing-Standorten, an der Sicherheitskultur, was da halt ist, weil man kann sich das nicht ausdenken, weil der Kollege, der halt der Bolzen-Spezialist ist, ich weiß nicht, ob ein Bolzen jetzt wirklich schwierig ist, da reinzudrehen, egal wie, ist das so, dass man die Quote erhöhen darf. Kommt die Produktionslockerung zum richtigen Zeitpunkt oder hätte die FAA noch mal länger da gucken müssen und nachweislich qualitätsstabil auf 42 pro Monat gehen sollte? Da bin ich mal gespannt. Wir sind ja alle Meilen-Junkies, Punkte-Junkies, Status-Junkies, deshalb haben wir noch mal ein IAG-Promotion mit 100% Bonus bis zum 29. Oktober. IAG verkauft die Punkte mit 100% Bonus, erhöht auch das Kauflimit bis 600.000 Punkte, je nach Account möglich. IAG verkauft häufig bis zu 100% Bonus. Das ist halt ein reguläres Jahreslimit, das normalerweise 200.000 Punkte betrifft. Gelegentlich 250.000, 300.000 plus. Das ist auch wieder so accountabhängig. Preis bei 100% Bonus sind 0,05 Dollar pro Punkt, also 0,5 Cent, ein halber Cent. Und die 4. Nacht ist ja kostenlos, wenn wir uns bei IAG nochmal dran erinnern, wenn man die IAG-Kreditkarte hat, zum Beispiel von Chase. Ist also eine interessante Sache, das ist so ein Sweet Spot.
Und damit ist es so, dass natürlich dann Punktekäufe deutlich sinken und billiger sind als Cash-Raten. Ja, ich bin mal gespannt, wie ihr das seht. Bei welchem Hotel bekommst du aktuell mit 0,5 Euro pro Punkt inklusive Force Night Free den größten Gegenwert, also mit dem besten Cashwert? Wenn ihr da Ideen habt, sagt es den anderen, schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf School, kommt in den Dialog. Und die letzte Thematik ist auch Kreditkarte USA. American Airlines und Citibank haben hier eine Partnerschaft mit Kreditkarten und sie haben die neue Kreditkarte gelauncht. Und zwar neue AA Co-Brand Mastercard World Elite von Citi mit 90.000 Bonusmeilen. Jahresgebühr sind $350. Statusboost sind 15.000 Loyalty Points nach 12 American Airlines Flügen, zusätzlich zum regulären LP Earning. Lounge Benefit ist, dass man zum Beispiel 4 Admirals Club Globe Pässe bekommt. Die sind 24 Stunden gültig. Das ist so ein Wert von $300. Ungefähr Companion-Ticket mit $99 plus Taxes and Fees, einmal pro Jahr nach Kartenerneuerung in der Main Cabin Domestic, muss man ehrlicherweise sagen, also okay. Weitere Reiseperks, ein Freigepäck, Inlandsflüge leider nur bis zu 8 Begleiter, Gruppe 5 bis $120 kriegt man als Gutschein wieder zurück, kriegt man back, das war das, was ich sagen wollte. Wenn man Global Entry macht, kann ich nur empfehlen. Und dann natürlich bis zu $100 In-Flight-Kredite pro Jahr. Ja, ich bin mal gespannt, für wen diese interessant ist. Für Leute, die halt die Karte nicht so stark nutzen, dass es für die große Karte reicht, aber nicht so wenig nutzen, dass es für die kleine Karte reicht. Also eine Mit-Tier-Karte. Vielleicht für den einen oder anderen durchaus interessant. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Und ihr könnt ja die Fragen des Tages beantworten. Einmal, sollte die EU-Drittstaaten-Airlines strenger regulieren, bis hin zum Russland-Überflug verboten, auch wenn kurzfristig Verbindungen verteuert werden, oder riskiert Europa sonst abgehängt zu werden? Und das andere ist, sollte die Politik Inlandsverbindungen gezielt entlasten, heißt also wirklich Gebühren weg oder aber auch Energiesteuern. Oder sollte man sagen, nee, der Rückbau muss sein, damit man bei der Bahn- und Umweltschutz weiterkommt? Da bin ich mal gespannt, was eure Antworten sind. Und ich freue mich auf euch bei der nächsten Sendung. Also bis dann. Ciao, ciao.